Wir benötigen Trockenblumen, Holzleim, dann Holzperlen, einmal 20 mm und 12 mm große und optional auch noch Schaschlikspieße. Wir beginnen damit, die größeren Perlen so aneinander zu kleben, dass eine Reihe entsteht. Also bringen wir immer hier so mittig ein Klecks Kleber an. So, ich habe jetzt 7 Holzperlen aneinander geklebt und das trocknen lassen. Und als nächstes nehmen wir die kleinen Perlen und kleben die drüber. Und zwar bringen wir dann ein bisschen Kleber um das Loch herum an. Und man kann dann hier auch die Schaschlikspieße zur Hilfe nehmen. Als nächstes, wenn diese Reihe fertig ist, nehmen wir dann als nächstes wieder die großen Perlen und kleben die genauso wieder darüber. Wenn dann alles getrocknet ist, kann man seine Blumen da reinstecken. Wir benötigen Holzperlen in unterschiedlichen Größen, eine Heißklebepistole, Spitzenband, einen Metallring von 15 cm Durchmesser und Trockenblumen oder andere Blumen. Ich habe mir die Perlen jetzt so angeordnet, dass sie den Durchmesser ganz ausfüllen. Und zwar habe ich 3-mal Perlen mit 20 mm Durchmesser genommen, dann 4 Perlen mit 15 mm und 2 Perlen mit 10 mm Durchmesser. Und jetzt nehme ich meine Heißklebepistole und setze dann immer mittig einen Tropfen Heißkleber und klebe die Perlen aneinander.
So, und als nächstes bringen wir die Perlen an unseren Ring an. Als nächstes befestigen wir das Spitzenband, und zwar von hinten. Das heißt, wir bringen Heißkleber an den Rand an. Und dann schneiden wir das relativ dicht am Ring ab. Als nächstes kommen dann die Blumen rein. Für die Aufhängung nehme ich mir einfach Nähgarn und schneide mir dann ein Stück ab und binde das an meinen Metallring. So, und dann sind wir auch schon fertig. Für den Schlüsselanhänger brauchen wir Holzperlen in 4 unterschiedlichen Größen. Meine sind 18, 16, 12 und 10 mm groß. Dann habe ich noch 3 Metallperlen, einen Schlüsselring, 10 Schnüre in der Länge von 20 cm und einer Dicke von 2 mm. Dann eine feine Baumwollschnur, eine Schere und eine Nadel. Von dem Faden habe ich mir jetzt eine Schnur abgeschnitten, die ca. 80 cm lang ist, und die befestige ich jetzt an meinem Schlüsselring, indem ich sie in der Mitte nehme und die Schlaufe durch den Schlüsselring gebe und dann durch diese Schlaufe die Enden durchziehe. So. Ich habe mir die Enden jetzt durch eine Nadel gefädelt und beginne jetzt mit der größten Holzperle. Dann kommt eine Metallperle und dann die nächstgrößere Holzperle. Als nächstes machen wir hier unterhalb der letzten Holzperle noch einen Knoten. Dann nehmen wir unsere Fäden und legen die zwischen die beiden dünneren Fäden in der Mitte und machen da dann einen Doppelknoten, möglichst fest.
Als nächstes schneiden wir uns noch einen 50 cm langen Faden ab und legen den einmal so hin, dass oben das Ende liegt und dann von unten nach oben nochmal, sodass sich hier eine Schlaufe bildet. Und dann wickeln wir den Faden um alles mehrmals herum und ziehen das möglichst fest. So, wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, führen wir das Ende durch diese Schlaufe und ziehen das eine Ende und das andere Ende fest, sodass sich dann ein Knoten bildet, der sich unter diese Fäden dann versteckt. Und dann kann man beide Fäden abschneiden. Und dann kürzt man noch die Enden. Und ist auch schon fertig.